Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt nachgeguckt, also eine Vermutung hatte ich noch und die habe ich kurz bestätigt bekommen, dass ich vielleicht einfach nochmal mit Liliane sprechen kann, wenn ich rüber zur Insel will. Und das geht wohl auch. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was ich mit ihr reden muss. Ich habe nur das als Hinweis genommen. Und ich habe noch einen anderen Spot, wo wir weitermachen können, den ich halt im Leben nicht gefunden hätte. Either sea's gonna calm. Why does she care about the waves so much? What is it with waves and fishermen? We need to be out there with them, fishing, making a living. So I asked them to accommodate me. But until that happens, I can try to assist you the best I can. So, what will it be, officer? Aber Unfortunately, the factory sold this one with a 3-year warranty instead of a story. It's a regular. From time to time, people need a lesson in respect. Some went to patch their wounds, their guess If it is, gone. To the waves. Who Ja, knows? aber Now, before you... she really likes those muscles though. It's in the way she... Us working for life didn't really... This is neither. She looks like... Do it! Hit on the widow! It's the right thing to do! ja, aber konnte ich, also hat sie mir nicht ihr Boot an... Das war zumindest der Hint, dass man von ihr ein Boot kriegen kann. Okay, das da ist mein Motorwagen drüben im Meer. Oh. That's good to know, I guess. Why is it in the sea? Es war ein Unfall, es tut mir leid. This calls for a funeral, if you ask me. Sie wollen sagen, dass wir dem Kadaver meines Motorwagens die letzte Ehre erweisen sollten? Aye. Feels deserved, don't you think? Falling in the line of duty like that and all? Was für eine seltsame Idee. Vielleicht sollte ich das machen. Why odd? Our things are a part of our life world. They're made with our human sweat and they share human history. We should care about them as we care about humans. To some extent, at least. Life world. Someone's been reading up on last century Gottwaldian philosophers. Play it cool now. Okay, ich bin dabei, aber ist es nicht ziemlich aufwendig, ein Begräbnis zu organisieren? Oh, yeah? You won't even be able to get it out of the water before early June. And where are you going to bury it? Who to invite? What music to play at the wake? Take it from someone who's been through a few funerals. It's easiest to just leave them there and let nature take care of it. That's all we have time for right now anyway. Come back here in June and see how you feel about it then. It's not like it's going anywhere. Es ist schade, dass wir nicht mehr belanglose Nebenaktivitäten ausführen dürfen, wie etwa dem verfluchten Gewerbeblock wieder auf die Sprünge zu helfen. Yes, that is a pity. But for now, let's focus on the things we do get to do. Ja, You like the Capri funeral idea? gosh dang it. Okay, ich spreche sie jetzt halt drauf an, weil I don't give a shit. Nein, das kann es aber nicht sein. Wie zum Geier hätte ich das nur machen können, bevor Joyce da war? Ich weiß es doch nicht. Fährt Joyce mich auf die Insel rüber? You're back. Good. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Cool. Ich hätte detaillierter nachgucken sollen, das hat mir gar nichts geholfen. Shit. Okay, dann probiere ich mal die andere Stelle, die noch gehen könnte. Dazu muss ich da aber erstmal wieder hinfinden. Ist das hier? Ist das weiter südlich? Ich glaube, es ist weiter südlich.
Maybe not. Hier bin ich schon richtig, okay. Aber ich kann damit nicht interagieren. Man soll wohl angeblich mit dieser Leiter interagieren können. Und da hochkommen können. Muss ich mit Kim nochmal dieses Bild angucken? Ich war ohne Kim hier, oder? You see, a once bright mural, a slogan used to intertwine with the loops a long time ago. Du gehst näher Now, ran. above the mural, a collapsed roof, broken windows set in walls that are cracking and will soon also fall, and the coastal breeze rustling and sighing in the remains of the edifice. Es ist halt 100% sinnlos, warum das die Ruby Quest aktualisiert. So, warum sollte ich das machen? There's something in the wind. Sometimes the only way to go forward is to fail first. So, könnte Ruby dort drin sein? In there? She could. Or she could be in the identical room over there. Or in that boat shack. In that church tower, maybe. Why single out this one building? Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich diesen Ort kenne. Indeed, somehow you knew it was here. An urban ruin gutted by looters that once used to consume money and dispense warmth and light. You felt it before when it rained in Martinez, and you felt the cold of the rain. The feeling persists. It has been in you ever since. Wir haben noch irgendwas, was plus Shiver macht, oder? Ziemlich safe. Das Ding. Ja, ich glaube, das reicht sogar schon. Das Ding. Fair. The once bright mural towers above you, saying, Feld Electrical, R&D. Tomorrow, even though you're sure you succeeded, all is quiet. There is no cold hand brushing against your forehead, no rustle in the reeds. The wind has died down. The ruin in front of you is silent as a tomb. Weswegen bin ich überhaupt hier? Trying to talk to the wind, the city, whatever you thought would happen, did not. And now you're just standing there with your hands fallen to your side. Is trying to talk to the city something you've done before? Is it in your secret repertoire? A trick for when you're out of ideas? A prayer of sorts to Revachol. Du wendest dich dem Lieutenant zu. Sie könnte überall sein. Wie sollen wir sie finden? How do we? I was really hoping she'd be in the village. Okay. She's probably north of the village, and this place is a peninsula. We already scanned most of the outdoor areas on our wild cryptid hunt, so we have an understanding of the geography, at least. And then there's the church. We've already searched that and can rule it out. I know it doesn't feel like progress, but exclusion is a step too. Anyway, we do it the old-fashioned way, sector by sector. Go over the whole peninsula, ask the locals, enter the places where we can enter first, like we did in the village. Und wenn das zu nichts führt? Wenn wir sie nicht finden? Then, if we're desperate, we can look where we can't enter. Bunkers, storm drainage, this place. I'm sure it won't come to that. Walk the coast, the old boardwalk, the reeds. You can always come back here and talk to the wind again. Look where it already got you. Buckle up and raise your collar. This search is going to be wet and cold. Na, wir horchen noch mal in den Wind hinein. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber... Suddenly, there's a sigh, carried on the molecules around you, moving, flowing from high pressure to low pressure, like that of a woman emptying her lungs. She wraps the collapsing stone box in front of you in her breath, flowing through it. Wohin geht der Strom? In through the collapsed roof, flowing down a concrete staircase to the basement, sweeping away footprints in the dust on the stairs, and then
the beach below the boardwalk. Its winding tunnels, a whisper away. Was ist denn das plötzlich? She's down there. Ich glaube, sie ist da unten. Sie ist unter diesem Gebäude. Okay. Why? Seit ich aufgewacht bin, vielleicht sogar schon vorher, habe ich ständig diese Kälteschübe. Good, good. Yes. Cold spells. So basically your hangover is telling you she's down there? Nennen Sie es einfach Bauchgefühl. So, how do we get in there? The doors were on the collapsed side of this building. They're gone, basically. Neben dem Plakat ist eine Leiter. Vielleicht können wir da hochklettern, durchs Dach ins Gebäude gelangen. Perhaps you can climb them. We are not climbing anything. I'm 43 years old, and I plan to live to see 70. Warum What the? Also es macht, finde ich, überhaupt keinen Sinn, dass wir in erster Instanz dieses Bild angucken mussten, um da irgendwie in der Quest weiterzukommen. Wie soll man bitte darauf kommen? A rusty ladder leads to the rooftop. Some of the rungs are missing. Yeah, that doesn't look good at all. Nee, das stimmt. Du prüfst die Lage. The distances between the remaining rungs are rather wide. You'd have to use the mounting brackets. However, they seem corroded and the peeling rust is razor sharp. In addition, the first rung is going to be tough to reach. It's what, 3 meters above the ground? And you're 180? Ja, 1,80 müsste ungefähr passen. Not to mention that the roof is collapsing and the wind gets pretty brutal up there. Dismounting from the ladder is going to be hard. Perhaps if you were to not climb the ladder. Instead, what if you were to reconceptualize climbing the ladder? Astral projection. Be open-minded. Ja, weiß ich nicht. Yeah, because falling from that height seems, well, splat. So don't do that. Just, you know. Ja, klar. Was, wenn ich nicht klettere? Was, wenn ich mich einfach teleportiere? Teleportation is not a thing. Ach, kommen Sie schon. Wo bleibt Ihr Abenteuergeist? This really has nothing to do with adventure. We are dealing with basic physics here. Ein Versuch kostet nichts. Oh yes, it could hurt. A lot. He is restraining himself from using a parental tone with you right now. Okay, ich habe Gewandtheit 0. Ich bin dafür noch nicht bereit. Ich brauche Punkte in Gewandtheit. Abgesehen davon haben wir -2 Gewandtheit im Moment. Das ist nicht okay. Was ist denn das? Die Hose, die Schuhe? Ja, okay. So, Mechanik. Irgendwas hiervon wird auch wohl Gewandtheit machen. Oh, ich möchte bitte gern wieder die Krawatte tragen. Die Brille macht Gewandtheit, okay. Sure thing, buddy. Sure is Buttons, Chief. Sure is Buttons. Ja, well, we're fucked. Aren't we? Es gibt einen anderen Weg. The rusty ladder leads to the rooftop. Oh, 72%. All you need to do is close your eyes and concentrate. Darkness enfolds you. You can feel the distance between the bench and the first rung of the ladder. All zoot, zap, pow, crinkle. It's like magic. You feel yourself disappear, your atoms fading out of existence. Oh my god, I can't believe it. Bam! You find yourself on the roof, having mastered the art of physical displacement. Ich hab's geschafft, Kim.
Ich habe mich einfach so gebeamt. I just saw you climb the ladder. You just climbed it like a regular person. The wind at the top of the building starts howling loudly, blowing away the lieutenant's voice. Faintly you hear. Never mind. Find a way to let me in when you get inside. Don't go adventuring without backup, especially if we think the suspect may be hiding here. Okay. What the actual hell, man? Der tragende Balken in der Mitte wurde durch Artilleriebeschuss zerstört. Ah, Sag. Steine stürzen hinab. Es geht tief hinunter. Okay, da komme ich nicht rüber. Das sah so aus, als könnte ich da einfach rübersteppen. Okay. Vielleicht sollten wir drin keine Sonnenbrille tragen. Just saying. Da liegt ein Zettel. Scheiß Postkarte. Ja, okay. Das Glas ist schmutzig und verstaubt. Du kannst kaum hindurchblicken. Oh, hier ist eine Menge los. Du solltest deine Taschenlampe rausholen, ja? I probably should. Der Einsturz hätte beinahe den Zugang zum Keller versperrt. Man kann sich gerade noch vorbeiquetschen. Okay. Antiquiertes Büromobiliar. Vielleicht aus dem letzten Jahrhundert? Heruntergebracht und vergessen. Vor so langer Zeit. Oranger Schimmel überzieht diesen umgekippten Tisch. Darauf bewegt sich irgendetwas. Ugh. Ich lass mal Kim rein. 2 rusty metal plates that slide apart form a crude door. It's been here under the boardwalk for a while. Wer da? What do you mean who's there? It's me, Kim. Stop playing around and help me get the door open. Ah, come on. Ich hätte mich so sehr auf einen Knock-Knock-Joke gefreut. Aber okay. The doors seem to be on rails, but they've gotten jammed. You grab a side and put some strength into prying it open. With the help of your partner, the 2 metal panels slide open with a creak. Huh. I hope no one dangerous heard that. Wie sind Sie überhaupt hierher gekommen? After you climbed up to the roof, you mean? There's a maintenance entrance under the boardwalk. It's next to a drain pipe, possibly a storm drain. It was it. He's quite proud of himself. Da hätte ich mir die Mühe wohl sparen können. At least now we have an exit, so let's get going. It's time to investigate these passages. Okay. Und hier können wir jetzt auch einfach wieder raus, wenn wir wollen. Okay. Gut, wir haben aber hier drinnen zu tun. Mehrere dicke und staubige Glasscheiben. Eine interisoläre Anzugjacke. Ja, okay, nehmen wir mit. Why not? In dem Wagen liegen alte Aktenordner. Auf den Dokumenten glänzt silbrig der Schimmel. Im Lichtkegel der Taschenlampe kommt ein Spalt in der Mauer zum Vorschein. What the... Muffiger Stoffgeruch und Staub. Hier hat seit Monaten, vielleicht seit Jahren niemand geschlafen. Revolutionäres Propagandamaterial auf dem Stockbett. Uralte Flugblätter und Broschüren. Die Tassen und Teller sind voller Staub und Spinnenweben. Genau diesen Sichtschlitz hast du vorhin auch von draußen gesehen. Could this have been the killer's hideout? And this narrow window, the point of origin of the shot that killed the mercenary? Du spähst hinaus. Outside the window, the day is clear and as mild as can be in early spring.
Fun Fact, man kann übrigens nach dem Punkt, den wir für den möglichen Schuss überprüft haben, erstmal keinen weiteren möglichen Punkt überprüfen, bevor man nicht in dieses Gebäude gelangt. Also wir mussten zwangsläufig den Eingang in dieses Gebäude finden. Und das hätte ich halt, ohne es nachzugucken, im Leben nicht geschafft. Also hätte ich halt absolut gar keinen Plan gehabt. Ich wäre halt nicht drauf gekommen, nochmal zu diesem Gebäude zu gehen. Beziehungsweise mit Kim zusammen nochmal dieses Bild anzugucken. Weil, warum sollte ich? Nichts in der Quest hat mir das gesagt. Aber ja, Kim, könnte der Mörder das hier als Versteck genutzt haben? It's a great place to hide, certainly. But there hasn't been anyone here in ages. Ich kann das Whirling von hier aus nicht sehen. Der Schuss kam also auf jeden Fall nicht von hier. Indeed. No one could get a clear view. Well, at least we've been thorough. I like thorough. The lieutenant's voice betrays a slight disappointment, which he glosses over by reasserting control. Ja. Das ist jetzt nämlich Suche auf der Promenade nach Schussspuren. Ja. Aha. A mustachioed and mutton-chopped man, amateurishly depicted, gazes at you with sad eyes. A plaque reads, K. Mazov. There is a spiderweb in the lower left corner of the portrait. Ganz ehrlich, wenn wir nicht total zerstört wären und ein bisschen mehr Bart hätten am Kinn, sieht er uns nicht so unähnlich. Deswegen war ich auch im ersten Moment so, what the fuck? Sehen Sie nur, Kim, es ist Genosse Massow. Yes, I can see that. Looks like some communists were hiding out here. They left a long time ago. The lieutenant does not seem to share your enthusiasm. Schon lange her? Wie lange? Half a century? This was probably part of the network of defense posts the communards built against the amphibious landing. I think the purpose of this bunker was to produce propaganda. It would have had radio equipment back then, but that's all been looted. Vielleicht sollte ich hier einziehen. Wirkt gemütlich. I won't stand in your way, but only after we're through with this case. Könnte ja kürzlich jemand... Nee, Moment. Was hat es mit all den geheimen Waffenverstecken und Bunkern auf sich? We have found a lot of those lately. I guess what most people think of as history tends to linger in rundown neighborhoods. Martinez being what it is, no one has gone through the trouble of cleaning out the old bunkers. Könnte hier kürzlich jemand vorbeigekommen sein? You mean like Ruby? No, I think we've stumbled on a piece of history. Okay, gehen wir. Hier war auch nichts weiter, ne? Ah, doch, hier. Revolutionärsmütze +1 auf masovianische Sozioökonomie. Ja, I don't know, man. I don't know. Wie sieht's hier aus? Ah, guck mal, Fußspuren. Stiefelabdrücke im Sand. Eine der Sohlen scheint abgenutzter zu sein als die andere. Oh, will ich dann doch erst in den Keller gucken? Etwas liegt in der Luft. Ein unnatürliches Brummen. Der Tunnel ist eingestürzt. Du musst einen anderen Weg finden. Achso, komme ich hier gar nicht weiter? Doch, ich kann hier rumlaufen, ne? Ah, ja. Das Brummen wird lauter. There it is again, like a swarm of hornets buzzing under your scalp. A strange tingling you can almost smell. Lieutenant, spüren Sie das? No, what do you mean? Ein Schmerz, ein seltsames Kribbeln. I don't feel it, but we should still be careful. There were footprints back there, and I'm pretty sure they were fresh. Ja, ich habe sie auch gesehen. Fußabdrücke, bei denen die rechte Sohle abgenutzt ist. Looks like our suspect. If she's in here, we need to plan our next step carefully. Wie meinen Sie das? Once we detain a credible suspect, who knows what the Union and the Wild Pines will do? We'll set in motion events we have no control over. You will upset the balance of power in Martinez. The deadlock between the company and the Union will destabilize. Keep calm. Go over the whole situation in detail. Oh Gott. Machen wir das jetzt wirklich? Okay. Evra weiß mehr, als er uns preisgegeben hat. Vielleicht sollten wir noch ein paar Dinge für ihn erledigen? You're right.
However corrupt he may be, nothing happens in Martinez without him knowing. We might have to dirty our hands. Aber das will ich nicht. In this case, we can't afford to be squeaky clean. Denken Sie, dass, was immer kommen mag, auch Einfluss auf unsere Kryptozoologen haben wird? You mean Morel? I don't see how cryptozoology and the murder investigation are connected. But the situation in the city will get tense for everyone. Was denken Sie, wie schlimm es kommen könnte? Well, we are not responsible for what we can't predict, are we? I don't think the entire city will be razed to the ground. Er lächelt in der Dunkelheit. If you can't predict it, there's nothing you could have done. Was glauben Sie, was dort auf uns wartet? I think I see a cavern. Maybe more cellars? I think we've been careful enough. We still have the element of surprise. I wouldn't be so sure. You haven't exactly been sneaking. Or maybe not. Either way, once we go deeper, there will be no turning back. Okay, ich würde gern... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ein relevanter Punkt ist. Okay, Kleidung. Gott, wir haben schon wieder 4 Skillpunkte. Das ist unfassbar. Betritt die Höhle unter dem Feldgebäude. Dies könnte deinen gewerkschaftlichen und kryptozoologischen Aktivitäten ein Ende setzen. Ah, okay. Das war jetzt auch der Hinweis, dass wir danach wahrscheinlich nicht mehr mit Wrack sprechen können. Oh, das ist einfach der Weg hoch. Ich dachte, da gehst du mal runter. Ja, gut. So viel dazu. Ich brauche einfach meine Klamotte für das hier. This isn't just glass. These are old computation components. Das hier sind Computerkomponenten? Yes, filament memories. From the time when wires were cast in glass. Slides with an inlaid nervous system. Wie haben sie das gemacht und warum? The how was a closely guarded secret. Something that was locked in safes in human heads across the river where they were manufactured. As to why, your fingers don't know. Hey Kim, schauen Sie mal. Alte Kybernetik. So it is. I think these used to form a single system, slotted in the wall. Könnte das hier Teil des Feldwiedergabeexperiments gewesen sein? These? No. These are old filament memories. I hope you're not expecting to find that device here. You will be disappointed. All you will find here is pain. Dann ist das alles, was von Feld F&E noch übrig ist? The rest of the building seems to have been picked clean. Okay. Suddenly, your entire body is paralyzed. Aggressive white noise fills your skull. A strange pain, like you've never felt before. Through the static, you hear a woman's voice. It's like 1,000 radio stations are being blasted into your head all at once. But her words are the only ones you can make out. I know you're feeling pretty uncomfortable right now. Don't move too much or fight it. That'll just make it worse. Can't say it's a pleasure, officer. I was really hoping not to make your acquaintance. But here we are. The voice coming through the whirlwind of pain is not malicious. She doesn't want to hurt you, but she has to. Was zur Hölle? Doesn't wish to hurt you, not according to your ear canals. Wait, no, not even your ear canals. This is going directly into your neural pathways. Ich halte mir die Ohren nicht zu. Sie hätte gesagt, ich soll nicht dagegen ankämpfen. That's an awful decision. Ah. Why would you not want to shield yourself from it? It's an entirely new type of experience. Way worse than all the previous ones. Ich heile mich gerade mal.
Was passiert mit mir? I'm using a pale latitude compressor. You and your partner have been caught in its field. The explosion of static you're hearing is the ULAN frequency, blasted from that pale emitter that Angus mentioned. Ich habe Ihre Gleichung gesehen. Das ist die Jolan-Frequenz. Saw my equations? You've been sniffing through my lorry, right? I expected as much. I am a bit surprised you knew what you were looking at. A pale latitude compressor is used to sort of make the pale more manageable. With a lot of these, you can force a radio signal grid on the pale, literally crunch the distance across it. What the heck? Signals are relayed across a series of repeater stations fixed to buoys. Not a fun job manning those stations. All alone out there in the pale, people lose their minds in just a few years. So, what we are experiencing is a concentration of radio waves. Mit großer Anstrengung gestikuliert er in irgendeine unklare Richtung. Precisely. This is an industrial strength paraboloid. It's meant for forcing dimensions on something that doesn't have them. Needless to say, the frequencies used are out of this world. At the upper limit is the large prime number generator station. It's used specifically for pale latitude compression. That's why you may be hearing some numbers. But you might also hear, or think you're hearing, local radio chatter. She's been holed up in here for a while with no one to talk to. Keep her talking, and you just might get an opportunity to break loose. Wozu haben Sie dieses Ding? Wo haben Sie das Ding denn her? I built it myself. Er liegt in Richtung Ihres Folterinstruments. That's illegal. I'm guessing it's patented. But we are beyond that, aren't we? Oh yeah. Way beyond. Wird mein Zustand jetzt ewig andauern? No. Once I shut down the compressor, the pain will end. It may take a few minutes for you to steady yourself, though. It's a bit like waking out of a very confusing dream. Haben Sie den Kompressor... Haben Sie ihn selbst erlebt? Yeah, I stuck my head in there before using it on you. It seemed like the ethical thing to do. Can't say that I enjoyed it. The field was weaker, but I can imagine what you're going through. Okay, das ist alles schön und gut, aber sprechen wir lieber über den... Oh, sprechen wir über den Getöteten. Yeah, let's not talk about that shit. You were hunting me and fell into my trap instead. That's all there is to say about it. So she thinks of you as hunters, not the cops, and of herself merely as prey. Bitte, können Sie es nicht herunterregeln, damit ich Sie etwas fragen kann? If you've got something really important to say, you can do it through the white noise. Turn this. God damn it. Plötzlich bekommt sie Mitleid mit dir und Kim. Fine. If you really want to talk, I can dial it down. I've also got a gun, by the way. Widerwillig tritt sie aus dem Schatten hervor. Der Schmerz lässt nach. The gun she's carrying is a two-barreled front loader, not like a murder weapon. Well, it doesn't feel much better, but she can form sentences now. Thinking doesn't seem to hurt as much. Just keep her talking, and you'll get through this. There's only 3 meters between you and the machine. If you keep her distracted for long enough, maybe. Be careful when you make your move. That'll be it for questions. Bide your time. Wir haben eine 97% Chance, das Ding zu zerstören. Aber wir quatschen erstmal. Woher wussten Sie, dass wir kommen? I heard you in the passages, and I've been preparing for quite a while. Indem Sie Kugeln unter Dielen verstecken?
So you found my shack, huh? I'm not surprised. Her tone is bitter. She thinks she's been betrayed. Sie hat sie übrigens nicht verpfiffen, die Waschfrau Isabel. So nice. That's one knife I didn't want to find in my back. Bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor? I was. Before I caught you in the pale latitude compressor. I'm fine now. That's her admitting the bullet was an emergency exit. It was dark in the shack. The waves outside had calmed down. She looked at the loaded gun. Then she cracked the barrel open and took the bullet out. Not today. Haben Sie Lily erschossen? No, I didn't do it. I only helped stage the lynching, though I doubt that makes much of a difference to you. Who ratted me out, by the way? Was it Titus? No, he wouldn't have broken first. Sie haben recht. Clasia ist die erste gewesen, die ihren Verdacht geäußert hat. Als ich ihr damit gedroht habe, sie zu verhaften, ist Clasia eingeknickt. Sie hat mir alles erzählt. Oh. Well, I guess I always knew she was a survivor above all else. But she couldn't have known I was on the coast. How did you find me? Ihre ersten Vermutungen haben Sie gar nicht so falsch gelegen. Titus and his boys, man. He told us you were on the coast. Even now, Kim is a paragon of professionalism. He is trying to make a clean cut of telling her she was betrayed. Well, fuck. Those guys liked me, I know it. If this is what happens to people whom people like, how the fuck do the rest of you get by? Moment mal, haben Sie mich nicht einen menschlichen Dosenöffner genannt? Es ist nichts Persönliches, ich habe sie einfach geöffnet. I did, didn't I? Now you've come for me. Fuck them all the same. That did make her forgive them. A little. Mir gelingt das, indem ich Fragen stelle. Und ich habe welche für Sie. Like what? I already told you I didn't do it. A strong moral compass. She still wants the opportunity to make a case for herself. Würden Sie sagen, dass Lily ein sympathischer Mensch war? I didn't like him. Hardened mercenaries aren't particularly likable types. Haben Sie kein Mitgefühl mit Söldnern? Es ist harte Arbeit. Es gab nichts Persönlicheres, das Sie an ihm gestört hat. Vielleicht seine Art, mit Frauen umzugehen? Hatten Sie das Gefühl, Sie müssten die Gewerkschaft beschützen? Nimm das zweite. You think I was envious of his conquests? Look, pussy's not a problem for me. And definitely not a reason to off someone. See her confident gaze, her toned arms. Yeah, she wouldn't have had much trouble in the intimacy department. Hatten Sie das Gefühl, Sie müssten die Gewerkschaft beschützen? Yeah, sure. And I didn't like Wild Pines sending in those foreign hirelings. Me and a fuck ton of other people around here. She didn't hate him, okay? Haben Sie kein Mitgefühl mit Söldnern? Es ist harte Arbeit. Plenty of broken people who don't come with that kind of body count. Besides, they're paid well for what they do. I'm listening. Haben Sie ein Alibi für den Zeitpunkt, als Lily erschossen wurde? Man, I was with the boys the whole night. I hope they at least bothered to impress that upon you. Ja, es gab aber einen 10-minütigen Zeitraum, in dem Sie sie nicht im Auge hatten. You mean the length of a toilet break? That wouldn't even have been enough time. Moment, niemand pinkelt 15 Minuten lang. Look, fuck you, man. I might also have stopped by the bar. Unsere Ermittlung hat gezeigt, dass 15 Minuten gerade ausreichen, um den Mord zu begehen. Wow. Now I'm curious. Please, explain. Spielen Sie gerne Flipper? No.
Not since I was 14 and hanging out in the only diner in Dardun. Haven't been into low-risk, no-reward games since moving to the city. Why? Vergessen wir die Flipperei. Es gibt einen Geheimweg, der von der Bar des Whirling aufs Dach führt. Don't know it, but also... The shot couldn't have come from the roof, or we would have all heard it downstairs. She has a point there. No one mentioned. Der Schmerz hält ihn davon ab, den Satz zu beenden. That didn't go super well. You've got to lay something better on her. Haben Sie auf dem Dach die Blumen für Glasie hinterlassen? No. Gifts of flowers and candy aren't really my style. Diese waren nicht einfach nur Blumen, sie waren Symbole der Revolution. So now I'm leaving revolutionary symbols around? Come on. Alles klar, die Maiglöckchen stammen also nicht von Ihnen. No, I did not. Sie schmuggeln Drogen für die Gewerkschaft. Ich habe Ihren Lastwagen durchstöbert. So, Heart of Gold Tommy fucked me over too. Never trust a musician. That really comes as a blow to her. Ja, ich habe ihn zum Reden gebracht. Yeah, that figures. What now? You're going to arrest me for drug trafficking? She's more upset than she lets on. Sie hatten einen finanziellen Anreiz, den Söldner zu töten. Man, it's to get away from all that murderous shit that I left Jamrock, my previous employer, for the Union. Der Lieutenant kann seine Frage nicht stellen. She deliberately avoided naming the mob she worked for. You might be able to find this out later. I got lucky being a dispatcher. Never had to do any of the really dirty work myself. This gun has only been used for self-defense against serious scum. There. It's going to be easier to reach the machine now. Okay. Also, Sie bedrohen uns damit. Based on what I've heard about you, you are serious scum. There's a sinister note in her voice. Even with the gun and the compressor, she's afraid of you. Okay, nochmal zurück zu etwas anderem. Yeah? Where? More questions before doing anything. Okay, besser wird's nicht. Ja, dann rein in den Aal. Warum erschießt sie mich in der Zeit nicht einfach? You did it. The compressor lies broken on its side. It's quiet in your head again. It still hurts like hell, but... Du flüsterst über deine Schulter. Ist alles in Ordnung, Cam? All good, officer. Be careful. She looks at the machine, assessing the damage. Her hand trembles. Oh, fuck it. Du überzeugst sie, die Waffe sinken zu lassen. Ach, shit. Halt, not gonna happen, oder? Was machen sie denn da? Problem solving. Ma'am, put the gun down. That's not the solution to your problems. You are... Oh, yes it is. Damn. Ja, das wird wohl nichts werden, aber probieren wir es. Wir können jetzt aus eine rote Probe, wir können da jetzt nicht raus und andere Klamotten anlegen. Too bad. You should know the words to say. You've been here yourself. So why is it not coming to you? Ja. Warum stehe ich hier herum wie ein Idiot? Because you've been going around pointing a gun at yourself, trying to answer the same question in vain. Her finger squeezes the trigger now.
Aber sie hat es nicht verdient, so zu sterben. No, wait. Finally, it comes to you. A way to connect with her. Ich kenne ihren Schmerz. Ich wurde auch schon von Frauen enttäuscht. She flashes you an incredulous grin. Then she exhales sharply, shakes her head, and pulls the trigger. What? You watch as her brains trickle out through her neon hair. Oh Gott. Fuck. Der Lieutenant steht regungslos da und sieht die Blutlache im Sand. Sie hat sich umgebracht. Ich habe es nicht geschafft, sie zu beruhigen. Lieutenant Yefreitor Dubois, control your emotions. We did our job. This won't be the worst thing that happens on this case, believe me. You can't let this break you. There is no coming back from this one. It will stay with you in nightmares. Okay. Was machen wir jetzt? We clean up. It may take days for processing to pick up her body. We need to move it somewhere. That tent there. Was für ein Zelt? Oh, das Zelt. Kochutensilien. Sie hat sich Haferbrei mit Bananen gekocht. Oh, +3 Gesundheit. Nicht, dass wir es bräuchten, aber why not? Acht Real. The plain red tent stands by dispassionately. Du wirfst deinen Blick hinein. You see a rolled up sleeping bag and personal belongings. We should put her in the sleeping bag, so the rats don't get to her. Okay, tragen wir sie hier rüber. The lieutenant nods. There she lies, cocooned in the sleeping bag, surrounded by empty cigarette packs, books, and half-read magazines. Magazines? You should look through them. Du leuchtest die Bücher und Magazine mit deiner Taschenlampe an. Assorted soft covers, mostly pulp horror. A motor carriage lies buried in the snow on one cover. On another, a ghost airship. You also see a collection of radio enthusiast magazines. See anything? Du siehst dir die Magazine durch. Rager Monthly, Journal of Material Science. More Technological Digest. One of the magazines doesn't have images on the cover. It's not a magazine, it's a leather notebook. Ein Tagebuch. You pocket the worn brown leather journal. She watches by, motionless. We should read this immediately, like right now. Ja, machen wir. Dunkles Wasser fließt in die Ferne. Es gibt keinen Weg hinaus. Okay, ist hier noch irgendwas? Also wir haben einen Weg raus, klar, aber okay, wir... Scheiß Baum, Alter. Okay, lesen wir das Tagebuch. A thick journal. The cover is worn like someone used to carry it around in their back pocket. Du untersuchst den Einband. It's made of full-grain leather. The lower left corner of the back cover sports an embossed brand name, Schneller. This was important to her, when it was still hers. Du öffnest die Schlaufe. The journal falls open. About 2/3 of its ruled pages have been filled. Du betrachtest die Handschrift genauer. The large cursive of someone who writes quickly and confidently. Perhaps too confidently. Many phrases and even paragraphs have been crossed out, with tiny corrections scrawled above and in the margins. Blättern wir doch mal im Buch.
It's a mix of logistical notes, diagrams, and personal reflections, all dated. We could learn a lot from this. Was hat sie an dem Tag geschrieben, an dem Lily starb? Nothing on March 4th. March 5th, though, well, that's bound to come back and bite me in the ass. I'm bad at this. Loyal to a fault. But that's another matter entirely. You have no idea what she means. These are personal notes. Don't expect to understand all of it. Wie weit reichen die Einträge zurück? The first entry is from August 2nd of last year. It reads simply, I know my position is precarious. All I can do is make myself as useful as I can while looking for a way out. Remember, no one is indispensable. Irgendetwas Persönliches? Short, wry observations of people and places. Probably a way to pass the time on the road. Also, what appears to be attempts to sort through some difficult decisions. There are a few passages with many questions in them. Staff issues. Always tough on the leadership. You smell traces of betrayal. Was stellen die Diagramme dar? Esoteric radio technology. The most recent ones probably pertain to the latitude compressor, sketches, calculations of distance and density. You make out a familiar spiral shape. Hier stand etwas über Logistik. Welche Art von Logistik? Hard to tell exactly. It's mostly noted down in code. Looks like contact information, quantities, directions. There could be useful information about local operations in those notes. We have a junior sergeant at my station who's good with codes. I can give this to her after we finish this. Was ist der jüngste Eintrag? The most recent entry is from today. It reads, even when I leave here, if I leave here alive, what's my next move? Staging a lynching is a crime, even if I'm not accused of murder on top of that. Forever on the run. Not really my idea of the open road. Man, I was really looking forward to winning. I don't think she killed the mercenary. It looks like she might have been framed. Too bad we didn't really get to hear her side of the story. This whole thing was a detour, and a fatal one, he thinks. Sie ist also umsonst gestorben? She was in plenty of trouble, even without the murder charge. Still, it's a nasty business. Was glauben Sie dann, wer den Söldner getötet hat? Classio was the one who pointed the finger at Ruby. Perhaps she was trying to steer us away from herself, or... Aber niemand hat den Schuss gehört. Maybe she had an accomplice. Either way, we need to keep an eye on her. One thing is for certain. We have business back in the whirling and rags. Questions to ask. We should get to it. Puh. Kehre nach dem Debakel mit der Anstifterin ins Whirling zurück. Dort muss sich jemand einigen Fragen stellen. Also doch, Klaasje? Ratan! Now is the time! Zeit wofür? Oh, you will see. Es fühlt sich an, als würde sich die Krawatte wie eine läufige Katze an deinen Brustkorb reiben. Fast the spirits! The blue medicinal spirits! Grab the bottle and uncork it! It is time to unleash the other world! Oh shit, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich jetzt gespeichert, weil ich würde gerne ausprobieren, was dann passiert, aber fuck no, werde ich das tun. Moment, jetzt sofort? Gerade ist deine Frau gestorben und du meinst jetzt eine gute Zeit zum Feiern? Ratan! Life and death are inseparable! There's a party when you're born, a party every year to celebrate that birth, and a party when you're put in the ground! Yeah? What's the problem here? Why shouldn't there be a party when you die? And besides, this isn't even about that! You have no idea what this is about! This is gonna be so off the hook! It's gonna be off all hooks! Ich meine,
Ich hatte gesagt, wir sind auf dem Weg zum Human Train Wrack, oder? Ich will das eigentlich nicht machen. Aber für die Rolle entkorken wir langsam die blaue Heilspirituose. The bottle opens with a silent, mysterious hiss. The fumes rising from its mouth are as crisp as the northern winds. Howling somewhere, lashing the boardwalk with brine and rain. An ancient warmth crawls under your skin. Now, Bratan, take me off! Was? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Bratan! Have I ever lied to you? Just take me off! Du nimmst die Krawatte ab. Your fingers manage to undo the oily knot, and the necktie slides off. It looks so frail sitting there in your hand, weighing almost nothing. Was nun? Now, put me in the bottle! Du... Aber... Warum? Trust me! Just trust me! You and I are gonna have so much fun it should be illegal! Ich befürchte, das ist es vielleicht sogar. Just put me in the bottle, Bratan! I'm not gonna let you down! You and I are like the same person! Du steckst die Krawatte in die Flasche. As the necktie slides into the purifying liquid, large stains of grease rise off from it and float to the surface. There, they quickly dissolve and disappear completely. Cleansed by the blue spirit fire of 98.7% pure alcohol, the fabric looks almost new again. No longer like a disgusting worm of the lower intestine, but like a colorful and deadly poisonous reef snake of the Insulindian Ocean. Also, was nun? The necktie floats in the bluish liquid with almost unearthly grace. Krawatte? There is silence. Du verkorkst die Flasche und verstaust sie. The lieutenant has been observing you quietly all this time. He's struggling to keep silent, but finally seems to give up. I've got to ask, what are you doing? Ich weiß es auch nicht genau, aber ich will es unbedingt herausfinden. In meiner Familie steckt man ein Stückchen Kleidung in eine Flasche, wenn jemand stirbt, als Zeichen des Respekts. Okay, Kim. Eigentlich wollte ich niemandem davon erzählen, aber in letzter Zeit hat meine Krawatte mit mir gesprochen. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Scheiß, Binoklar. Nein, das sagen wir nicht. Ich weiß es auch nicht genau, aber ich will es unbedingt herausfinden. That makes two of us. Let's not waste any more time under this boardwalk. We need to clear this all up, somehow. Wir haben gerade einfach einen fucking Molotov-Cocktail gebaut, oder? Ja. Dein spiritueller Führer in Sachen Partyszene, die entsetzliche Krawatte, schwimmt seelenruhig in der blauen Heilspirituose. Da es sich noch immer um 98,7%igen Alkohol handelt, ist dieser Krawattencocktail hochentzündlich und sollte von offenem Feuer ferngehalten werden. Sei bereit, Bratan. Soll ich das Ding jetzt in die Hand nehmen? Ich mach das mal. Oh boy, was ist hier los? Ich habe so das Gefühl, wir bewegen uns aufs Ende zu. Ich habe nur keine Ahnung, wie schnell das Ende kommen wird. Kann gut sein, dass wir noch eine ganze Menge zu reden haben. Kann aber auch sein, dass es jetzt nur noch 10 Minuten Gameplay sind. Ich weiß es nicht. Ich beende trotz allem hier mal die Folge und sage vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und falls hier wirklich nur noch ganz wenig kommen sollte, dann schneide ich das vielleicht zu einer Folge zusammen. We'll see. Was ich sagen wollte ist, macht's gut, haut rein und tschüss.